Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Lunch-Symposium, Sigi Feis und ich, mit dem Thema Going Hybrid oder Going Hybrid, erfolgreich verhandeln mit Hybridtechniken. Und das ist ein spannendes Thema, gerade wenn wir vernarbte Läsionen im Kolon haben, die wir anders auch schlecht rauskriegen, Rezidive oder Non-Lifting Lesions. Und ich denke, wir starten gleich, bevor wir dann in die Diskussion können, mit Alex Meining, der uns das Beste aus zwei Welten präsentieren wird. Ja, lieber Sigi, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Ihnen ein bisschen was Neues zeigen. Letztendlich, es ist ein neues Konzept, eine neue Methode, die noch so ein bisschen auch auf dem Prüfstand steht. Und ich werde auch schon vorwegnehmen, ich werde Ihnen nicht viel Daten zeigen können, weil es einfach dazu auch noch keine Daten gibt. Aber würde mich trotzdem freuen, einfach Ihnen mal die Methode so ein bisschen vorzustellen und Sie dann vielleicht auch in der Diskussion auch so ein bisschen in eine Diskussion zu bringen, was Sie denn davon so halten oder ob Sie selber irgendwelche, vielleicht auch schon mal Fälle in der Richtung gemacht haben oder auch so allgemein, ob das was wäre für Sie. Das sind meine Interessenskonflikte. Und das Thema heißt so ein bisschen die beiden Welten der endoskopischen Resektion, Hybridtechniken. Und hier ist jetzt der Vergleich, dass man eher primär guckt, Standard klassisch, EMR, also die endoskopische Mucosa-Resektion versus ESD, also endoskopische Submucosa-Dissektion. Und ich glaube, die Vorteile, die kennen wir alle, die sind hinreichend bekannt. Die EMR ist wirklich einfach, erfordert ein relativ geringes Training, ist meistens auch sicher vor allem was die Perforation betrifft. Bei der Blutung gibt es sicherlich keinen Unterschied. Ist billig, auch dadurch, weil es schnell gehen kann und auch vom Material her Aufwand nicht so, dass eher billigere Schlingen und so weiter benutzt werden kann. Und ist natürlich auch breit verfügbar. Also wir müssen natürlich hier auch über Methoden diskutieren, die jetzt nicht nur in einzelnen spezialisierten Zentren durchgeführt werden können, sondern große Polypen, die finden sich ja überall in ganz Deutschland und nicht nur auf einzelne Zentren fokussiert. Bei der ESD ist es ein bisschen anders. Die ESD hat natürlich den großen Vorteil, dass gerade bei Läsionen, die eine höhere Neoplasierate haben, High-Grade intraepitheliale Neoplasie oder auch zum Teil mukosale Karzinome oder auch T1-Karzinome im Kolon. Hier müssen wir natürlich eine En-Bloc bzw. eine R0-Resektion anstreben und das können wir mit dieser Methode, vor allem auch bei Läsionen, die größer als 2 cm sind. Und was wir auch mit der ESD können, wir können so ein bisschen dadurch, dass wir uns ja in der Submucosa befinden, die Submucosa dissezieren, auch eine bessere Resektion nicht nur zur Seite machen, sondern auch zur Tiefe. Sodass wir hier zwei, ja, ich würde mal sagen, sich vielleicht eher ergänzende Techniken haben. Die Frage ist, ob es nicht was in der Mitte gibt, was mehr oder weniger sowohl das eine als auch das andere abdecken kann. Und die Frage, wenn wir über diese Schnittmenge reden, ist, ob wir nicht eventuell auch eine R0-Resektion bei Läsionen größer 2 cm durchführen können, die aber dennoch einfach und relativ sicher ist. Und das wäre sozusagen das Konzept, dass man sagt, man nimmt die EMR, die begrenzt ist für Läsionen oder wo nur eine R0-Resektion von Läsionen kleiner 2 cm möglich ist und versucht sie zusammen mit der ESD zu kombinieren. Also das Beste aus beiden Welten wäre natürlich die Idealvorstellung. Und was ganz interessant ist, wenn man nun guckt, auch in das Mutterland der ESD in Japan, wo ja auch schon noch eine gewisse andere endoskopische Mentalität ist. Ich werde Ihnen nachher auch noch Beispiele zeigen für zum Beispiel die endoskopische Mentalität jetzt in USA. Auch hier ist man, obwohl eigentlich hier die ESD mehr oder weniger, denkt man in der Breite komplett durchgeführt wird und auch dort geboren wurde und dort eigentlich das mehr oder weniger selbstverständlich ist für jeden Endoskopiker. Auch hier gibt es Protagonisten der ESD, die sagen, eine weitere Entwicklung für eine sichere und weniger invasive ESD wäre sozusagen ein Ziel, das es zu verfolgen gilt. Und das sind japanische Kollegen, die das im letzten Jahr publiziert haben. Also auch dort, sage ich mal, im Mutterland der ESD
scheint man doch auch danach zu suchen, nach Wegen und Möglichkeiten, eine ESD sicherer und weniger invasiv zu gestalten. Und dann gibt es ein Verfahren, das ist die sogenannte Hybrid-ESD. Und das ist vor allem, was in USA relativ populär ist. Sie werden auch aus USA, sehen Sie häufig Artikel, Berichte über ESDs. Das wird dort scheinbar auch zunehmend durchgeführt. In Wahrheit sind sie doch häufig Hybrid-ESDs. Also das heißt, was macht man hier? Man macht den üblichen Weg, dass man letztendlich unterspritzt, man macht eine mukosale Inzision, dann fängt man an, die Submucosa zu dissezieren. Aber was wirklich fast schon Standard ist in den USA, und das wissen eigentlich die wenigsten, aber es ist so, ist, dass letztendlich diese komplette submukosale Dissektion, wie sie eigentlich gemacht werden sollte, dort gar nicht durchgeführt wird. Also man macht dort sozusagen die, unserer Meinung nach, eher schlampige ESD, dass man letztendlich die Hälfte macht und dann allerdings, wenn man so hier schön diese ganze Läsion umschnitten hat, dass man dann eine Schlinge platziert und dann letztendlich durch die Submucosa sich mit einer Schlinge durchschneidet. Das ist das US-amerikanische ESD-Konzept. Nun ist die Frage, was ist denn jetzt besser? Die standardklassische ESD oder eine sogenannte Hybrid-ESD, wie sicherlich auch der eine oder andere unter uns auch schon mal gemacht hat, dass man irgendwie einfach dann mal sagt, man kommt jetzt nicht mehr weiter und legt dann einfach eine Schlinge drum und dann ist es gut. Und hier gibt es eine Meta-Analyse. Die Zusammenfassung ist relativ einfach. Die Hybrid-ESD, wen hätte es nicht verwundert, ist schneller und ist sicherer, aber es gibt weniger En-Bloc-Resektionen. Oder die R0-Rate ist größer. Und das sehen Sie hier, also das ist schon bei diesen gesamten Studien, letztendlich sind übrigens auch chinesische Studien dabei. In China ist man ja auch, sind die Endoskopiker auch eher pragmatisch veranlagt. Das heißt, muss es schnell gehen, die haben einen schnellen Durchsatz. Auch hier sagt man eher Hybrid-ESD. Und was man aber hier sieht, ist, wie gesagt, wenn es darum geht, eine En-Bloc-Resektion zu haben und letztendlich auch darum geht, mehr oder weniger Rezidive zu haben, dann ist eine Standard-ESD besser als eine sogenannte schlampige Hybrid-ESD, also sprich Mucosa inzidieren, unterspritzen, Schlinge drum und weg damit. Ja, und jetzt ist natürlich so die Frage, jetzt haben wir diese beiden Welten, ESD, EMR, haben noch so eine halbe Hybrid-ESD dazwischen, sag ich mal. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt eine Schlinge um diese Läsion lege und ich habe keine vollständige oder ich habe weniger R0-Raten, ob man dann nicht möglicherweise zusätzliche Instrumente mit in das Spiel bringt, um dieses Risiko oder diesen vermeintlichen Nachteil der geringeren R0-Rate zu vermeiden. Und hier gibt es ja viele Firmen, die was machen. Das ist ein System einer Firma, die nicht Sponsor dieses Symposiums ist. Und haben Sie vielleicht auch schon mal auf Live-Demos gesehen, wo letztendlich auch hier über so einen speziellen Aufsatz ein zweiter Arm eingeführt wird. Und dieser zweite Arm dient dazu letztendlich, dass ich mehr oder weniger ein geringeres Perforationsrisiko habe und auch schneller eine ESD durchführen kann, weil ich einfach noch ein chirurgisches Prinzip befolge. Das heißt, ich hebe die Läsion mit der einen Hand und mit der anderen Hand schneide ich sie. Ja? Messer, Gabel. Chirurg, 2 Arme. Und das ist natürlich was es leichter macht. Jetzt ist nur so das Problem, dass bei diesen Konzepten, Systemen, die haben gewisse Limitationen. Es gibt ja mehrere inzwischen, dass zum Beispiel häufig jede Läsion, die weiter proximal im Kolon liegt, damit nicht erreicht werden kann. Dass sie limitiert ist für Läsionen, die nur im Kolon sind, weil sie doch zum Teil recht klobige Overtube-Systeme sind, die gar nicht so einfach eingeführt werden kann. Aber dennoch, sage ich mal, ein Konzept, was sicherlich in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, dass ich einfach eine Hand habe, die die Läsion hebt und die andere Hand habe, die die Läsion schneidet. So, und jetzt zur Terminologie, jetzt wird es dann noch komplizierter. Jetzt haben wir die EMR, jetzt haben wir die ESD, dann haben wir die Hybrid-ESD und jetzt ist die Frage, was jetzt zum Beispiel eine Hybrid-ESD Plus ist. Und das ist jetzt ein Konzept, das ich Ihnen noch auch ein paar Fällen vorstellen möchte, wo, wie gesagt, es gibt hier nur eigene Kasuistiken, es gibt hier keine vergleichende Daten, aber ich denke, sage ich mal, diese Methode ist vielleicht doch wert, ein bisschen weiter im Detail zu erklären.
Was macht man hier? Man markiert, man injiziert, man macht eine Inzision, dann macht man eine partielle Dissektion oder vielleicht sogar auch eine komplette Dissektion und resiziert dann entweder in EMR-Plus-Technik oder in ESD-Plus-Technik. Das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, für welche Läsionen das eine oder das andere besser ist und wie sich diese beiden Läsionen unterscheiden. Also eigentlich wie das vorher gezeigte Hybrid-ESD-Konzept, nur dass ich eben hier einen zusätzlichen Arm habe, der mir die Läsion abhebt. Dass ich einfach hier ein gewisseres Sicherheitspolster habe und dadurch halt schneller bin und dadurch oder potenziell schneller bin und dadurch auch potenziell sicherer bin. Und der Weg dorthin könnte eben sein, dass wir einen zusätzlichen Arbeitskanal benutzen und zusätzlich noch ein Injektionsmedium nehmen, welches ein Polster uns ermöglicht, das stabil ist, das keine Nachinjektion notwendig macht und das möglicherweise auch oder dass dadurch auch ein sicheres Abstand von der Mucosa zur Muscularis gegeben ist. Und das ist dieser Arbeitskanal. Sie sehen, das ist ein ganz normales Standard-Gastroskop, was hier benutzt wird. Und über den normalen Arbeitskanal wird hier ein ESD-Messer eingeführt oder auch eine Schlinge. Zeige ich Ihnen noch gleich die Unterschiede. Und dann haben Sie eben diesen zusätzlichen zusätzlichen Arbeitskanal, wo Sie eben ein Halteinstrument einführen können. Also das ist das Konzept. Das ist sicherlich jetzt noch ein bisschen einfach. Man hat natürlich dadurch Limitationen, weil beides in eine Richtung geht. Also man kann keine klassische Angulation oder Zug und Gegenzug erreichen, aber man hat trotzdem etwas, wo man mit sich den Platz etwas öffnen kann, um eine sichere Inzision zu machen. Und so ist das Ganze nochmal zusammengefasst, also hier nochmal die Technik als solche und hier nochmal mit dem Injektionsmedium, dem Resect Plus Lift-Up, welches einfach ein Polymer, glaube ich, ist und welches eben bei Körpertemperatur härter wird, also eine gelartige Substanz annimmt. Bei Kälte, beziehungsweise wenn es direkt aus dem Kühlschrank kommt, ist es flüssig und man kann es über eine normale Spritze in die Mucosa spritzen. So, jetzt ein Filmchen, so sieht das Ganze aus. Das war eine kleine neoplastische Läsion, die wurde markiert. Dann wurde eben mit Lift-Up injiziert. Sie sehen, das hebt sich schön an, diese Läsion. Und als nächster Schritt wurde dann entsprechend der beschriebenen Technik eine Inzision durchgeführt. Sie sehen, das wurde auch ohne Kappe mit dem Messer letztendlich hier entlang der Markierungen eine Inzision durchgeführt. Sie sehen auch hier schön dieses doch recht stabile Polster, das sich hier bietet. Also das fällt nicht in sich zusammen. Eine gewisse Limitation ist manchmal, dass sich Bläschen bilden. Das ist aber bei all diesen Medien zur Injektion der Fall. Aber die kann man dann durch Spülen, auch zum Teil mit Saab, relativ gut wegkriegen. Also dann wird das Ganze inzidiert und anschließend wird, ich mache mal jetzt hier ein bisschen langsam, das ist sozusagen jetzt eine EMR Plus und Sie sehen jetzt hier zwei Instrumente. Sie sehen aus dem Standardkanal des Gastroskops, ja, kommt er immer bei 5 Uhr, ist eine Schlinge eingeführt und aus dem zusätzlichen Arbeitskanal wird hier ein Halteinstrument eingeführt. Und das ist eben das Konzept, dass ich hier eben versuche, Zug und Gegenzug zu ermöglichen. Und Sie sehen, jetzt wird das hier reingezogen in die Schlinge. Das ist immer die Frage, kann ich das nicht mit einem normalen Zweikanal-Endoskop machen? Jein, sage ich mal, viel schwieriger, weil der Abstand zwischen den Kanälen viel geringer ist. Ja, und dann wird das mehr oder weniger reingezogen. Sie sehen, dieser Pilz im Hintergrund, der besteht weiterhin noch, da ist genügend Abstand zur Muscularis und dann kann man das Ganze en bloc sicher entfernen. Sie sehen ja schon, ich mache hier auch mal kurz Stopp. Es ist natürlich eine Sache, die man beachten muss. Wenn ich eine ESD mache, arbeite ich hier in der Submucosa. Wenn ich dann ein Gefäß sehe, dann wird dieses Gefäß prophylaktisch koaguliert, weil ich eben nicht durchschneiden möchte, weil es blutet. Das können Sie hier natürlich nicht machen, weil hier legen Sie ja nur eine Schlinge drüber und ziehen die Schlinge zusammen. Das heißt, das Risiko, dass es dann zu einer Blutung kommen kann, ist natürlich größer. Andererseits ist das ja ein nur, sage ich mal, kleineres Problem, weil die Läsion als solches ist ja en bloc abgetragen. Ich weiß, dass sie komplett weg ist. Ich sehe hier das Ulkus, Abtragungsulkus und dann muss ich mich halt entsprechend
nach der Abtragung um die Blutung kümmern. So sieht das dann hier aus, einfach mit einem Koagulationszange die Blutung gestillt. Und das ist jetzt ein Areal, das sozusagen auch hier eine R0-Resektion war. Das ist natürlich jetzt ein relativ kleiner Befund, muss man sagen, aber das Ganze war in weniger als 10 Minuten fertig. Noch ein weiteres Beispiel, das wäre jetzt eine Läsion, das war ein Rezidiv hyperplastischer Polyp, der immer wieder nachgewachsen ist im Magenantrum und nur immer so oberflächlich abgetragen werden konnte. Und hier nochmal das gleiche Prinzip, jetzt hier auch wiederum Injektion mit Lift-Up. Und Sie sehen, das hat sich dann trotzdem, obwohl es hier ein Rezidivpolyp war, eigentlich sehr schön abgehoben. Und was ich hier gemacht habe, auch um einfach auch letztendlich Material zu sparen, gar nicht unbedingt mit einem Nadelmesser oder mit einem ESD-Messer umschnitten, sondern einfach mit der Spitze einer Schlinge umschnitten, komplette mukosale Inzision. Entschuldigung. So, dann sieht das Ganze so aus, wird nochmal mit ein bisschen Lift-Up unterspritzt, dass ich auch wirklich jetzt dann, wenn der nächste Schritt kommt, also sprich das Umlegen mit der Schlinge, sicher bin, hier ein ausreichendes Polster zu haben. Jetzt sehen Sie hier, aus der 1 Uhr Position kommt jetzt die Schlinge raus, also sprich hier habe ich die Schlinge über den Arbeitskanal, über den zusätzlichen Arbeitskanal eingeführt, wird dort rumgelegt. Und wenn ich jetzt schließen würde, würde ich sie sicherlich nicht komplett greifen können. Das heißt, es kommt über den normalen Arbeitskanal eine Greifzange rein. Die Läsion wird gegriffen, wird in die Schlinge reingezogen. Die Schlinge wird zugezogen. Man muss dann noch so ein bisschen manchmal auch noch rütteln, dass ich auch sicher bin, dass keine Muscularis drin ist. Und dann wird die Schlinge durchgezogen. Und Sie sehen auch hier, dass es sozusagen komplett durch ist. Magen ist natürlich, Magenantrum eine ganz dankbare Stelle, aber auch hier kann man sich vorstellen, dass es relativ zügig geht, diesen Eingriff durchzuführen. Man kann natürlich auch statt dem Konzept, dass ich eine Schlinge habe und mir das Areal in die Schlinge reinziehe, kann ich natürlich auch über den zusätzlichen Arbeitskanal eine ESD durchführen. Und ich kann auch hier, wie in diesem Beispiel, das war jetzt ein Magenfrühkarzinom im Antrum, man sieht hier den Pylorus, auch hier vorab unterspritzt, inzidiert. Und was hier ganz hilfreich ist, weil wir häufig wissen, dass gerade so an gewissen Positionen bei einer ESD es schwierig ist, den Arbeitskanal richtig auszurichten. Und hier ist es dann hilfreich, wenn ich jetzt eben noch einen zweiten Arbeitskanal habe, dass ich hier zum Beispiel über die 2 Uhr Position das Schneideinstrument einführe und über den normalen Instrumentierkanal des Endoskops, also hier in der 7 Uhr Position, ein Greifinstrument einführen. Man kann sich das dann zum Teil zu sich hinziehen als Zug und Gegenzug oder wie hier, man kann sich das auch so ein bisschen aufklappen, indem man da die Mucosa ein bisschen wegschiebt. Ja? Und dann öffnet sich schön dieser Spalt, wo man weiß, dass ich hier sicher dissezieren kann. Und durch eine Drehbewegung kann ich dann mehr oder weniger diese gewisse Limitation, dass ich das Halteinstrument nicht weiter abwinkeln kann, aufheben und auch hier dann entsprechend eine ESD relativ unkompliziert durchführen. Dann ist natürlich noch so die Frage, vielleicht auch so als Ausblick, wo könnte sich dieses Konzept weiterentwickeln? Und man kann sich natürlich überlegen, wenn man jetzt hier so einen Arbeitskanal hat, das sind jetzt Forschungsarbeiten, sage ich mal, das ist noch nichts jetzt, was in der Klinik da ist, aber man kann sich natürlich auch überlegen, dass man dann einen Arbeitskanal hat, der möglicherweise auch abwinkelbar ist. Ja, das ist so ein Konzept, das wir uns mal erarbeitet haben, wo man eben noch sehen kann, man kann hier jetzt nicht nur rein raus in 2 Ebenen arbeiten, sondern man kann hier auch noch eine Abwinklung erreichen, die dann möglicherweise dieses Konzept von Zug und Gegenzug noch besser ermöglicht. Das ist jetzt, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, das ist ein Konzept, was bisher auch noch nicht jetzt im Patienten durchgeführt wurde, aber einfach mal so als Ausblick, was möglich ist und dann vielleicht auch noch als Ausblick, dass man sich dann eben auch mal überlegt, nicht mehr ein Instrument für alles, sondern auch hier eingriffsspezifisch, wo brauche ich denn was? Ich brauche, wenn ich eine ESD mache im Korpus, eher mit was stärker abwinkeln lässt. Ich brauche im
Rektum vielleicht eher was starrer ist, also dass man auch hier entsprechend vielleicht versucht, durch die jeweiligen Instrumente hier die ESD entsprechend anzupassen und zu adaptieren. Ich darf also zusammenfassen, die ESD ist sicherlich sinnvoll, aber sie ist meiner Meinung nach immer noch komplex. Und ich denke, sie kann nicht nur, sondern sie sollte auch einfacher gehen. Und ein Weg, um eine ESD einfacher zu machen, ist definitiv die Zweiarmigkeit. Ich wiederhole es immer wieder, Zug, Gegenzug, Traktion, Counter-Traction, wie es auf Englisch heißt. Also das ist ein Konzept, was, glaube ich, schon Sinn macht, weiter verfolgt zu werden. Stabile Injektionslösungen haben wir inzwischen, Gott sei Dank. Also das ist sicherlich auch etwas, wie das Lift-Up, was es uns einfach ermöglicht, hier auch einen stabileren und einen sicheren Abstand von der Mucosa zu Muscularis zu haben, um hier das Perforationsrisiko zu vermindern. Aber ich denke, es ist erst der Anfang und wir müssen jetzt mal anfangen, Erfahrungen zu sammeln und auch mal so gucken, was ist gut, was ist schlecht an dieser Methode. Man sollte nie gleich immer zu sehr in Euphorie verfangen, man sollte sich als ersten Schritt sehen. Und ich denke, abwinkelbare Instrumente wären wünschenswert. Der Schaum ist kann manchmal ein Problem sein. Ich habe schon gesagt, man kann das lösen, indem man ein bisschen Simethicon auch installiert oder reinspritzt, aber das ist einfach durch das Verkochen entstehen Bläschen, die sind aber bei allen Injektionslösungen der Fall. Und wie es bereits schon erwähnt, für die Zukunft, ich denke, so ein individualisiertes Vorgehen, manchmal kann auch eine normale ESD ganz einfach und simpel sein, da kann und sollte man sie auch durchführen. Man muss sich allerdings nicht verkünsteln, man sollte, wenn es schwieriger wird, wenn die Lokalisation komplexer ist, durchaus auch auf andere Verfahren ausweichen und das wäre eben zum Beispiel Hybrid-ESD Plus oder Hybrid-EMR. Und mehr Daten brauchen wir sicher zum objektiven Vergleich. Und als allerletzte Folie, wir planen gerade so eine Studie, wo wir das weiter untersuchen, dass wir einfach mal versuchen, diese neue Methode der Hybrid-ESD Plus Technik, also sprich eine vorherige Schlingeninzision und Injektion von Lift-Up, auf die En-Bloc Ernurate kolorektalen Adenom zwischen 2 und 3 Zentimeter zu übertragen. Da muss man mal sehen, was da rauskommt. Bisher war alles, was ich Ihnen gezeigt habe, ja, Kasuistiken. Aber ich hoffe und ich denke, hier wird demnächst mehr kommen. Vielen Dank. Ja, lieber Alex, vielen Dank für den schönen Vortrag zur Vereinfachung der ESD. Gibt es Fragen? Wer wendet denn das Verfahren ESD Plus mit AVC schon an? Ja, da gibt es eine Frage. Ja. Natürlich durch die zirkuläre Inzision haben wir bessere Zukunft, aber wie stellen Sie dann gerade auch bei der Inzision, die auch durch Halten, Rücken, Sitzen, auch da nicht noch tief rein? Ja, das mag so sein. Also was ich mir schon denke und erhoffe, ist, dass wir dadurch, dass wir ein stabiles Injektionsmedium haben, dass wir hier auch ein besseres Polster haben, was eben nicht jetzt, sage ich mal, sich um die Falte rumlegt, sondern was wirklich ein schönes Kissen hervorruft. Und dann ist natürlich nochmal der große Unterschied jetzt zur von Ihnen angesprochenen Kappenmethode, dass ich letztendlich ja zuerst eine Inzision mache, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich mir dann die Mucosa mit der Zange greife und reinziehe. Und ich ja dann schon mit der Schlinge sehen kann und nochmal kontrollieren kann, ob jetzt die Falte mit drin ist oder nicht mit drin ist. Also das sind schon, glaube ich, nochmal Unterschiede jetzt im Vergleich zur gängigen Kappenmucosa-Resektion, die ja dann auch noch die Limitation hat, dass sie halt bei alles, was größer als 1,5 Zentimeter ist, eigentlich auch nicht funktioniert. Alex, sehr schön. Du hast ja verschiedene Traktionssysteme auch kurz erwähnt. Clipline 1, gibt diese Magnetseile und sowas. Ja. Wo ist denn der Vorteil dieses Systems im Vergleich zu einer Clipline zum Beispiel? Ja, also Clipline ist natürlich auch manchmal ganz hilfreich. Das Problem ist halt nur bei der Clipline, es ist halt nur eine Richtung und wenn die falsch ist, dann ist sie falsch. Ja? Dann muss ich den Clip wieder lösen vielleicht, dann habe ich das Problem, dann habe ich wieder eine Blutung an der Mucosa, dann ist die Sicht wieder schlechter.
Also wenn der Clip perfekt sitzt, das ist eine wunderbare Methode. Wenn der Clip nicht perfekt sitzt, beziehungsweise wenn die Traktion in eine andere Richtung geht, das ist schwierig. Dann gibt es noch diese Methode mit den kleinen Gummibändern. Das ist eigentlich auch recht pfiffig, ist aber schon eine gewisse, ja, Fummelei, würde ich mal sagen. Ja, also diese Gummibänder dann auch an die richtige Stelle zu setzen, und ich kann es halt nicht ändern. Und wenn ich halt eine Zange habe, dann kann ich die zwischendrin aufmachen, kann sie zumachen, kann sie an einer anderen Stelle wieder aufmachen, kann sie da wieder zumachen, und ich kann vor allem auch manchmal ziehen und ich kann manchmal auch schieben. Und das kann ich halt mit einer Clipline auch nicht. Und vielleicht nochmal zu erwähnen, ein Vorteil, den ich so sehe, ist, du kannst die Instrumente wechseln. Ja, genau. Du kannst einmal mit der Schlinge von oben kommen, einmal mit dem Schlinge von unten, je nachdem, wie es gerade besser passt. Also wenn du ein Traktionssystem, so ein Gummiband gesetzt hast, das zieht in die eine Richtung und fertig. Genau, also das ist wirklich auch was man auch, wenn man mit der Methode mal anfangen will, erfahren zu sammeln. Also man sollte wirklich auch mal die Kanäle durchaus wechseln. Ja? Das ist dann häufig ganz so, dass ich irgendwie nicht mehr weiterkomme. Denke ich mir, das bringt mir gar nichts, da stimmt was nicht. Und dann habe ich das Schneideinstrument dann vielleicht plötzlich an der Einrohrposition, und dann ist es ganz einfach. Oder relativ einfach. Das ist wie auch bei den Filmen. Also Sie haben auch gesehen, da waren die Halteinstrumente manchmal im Instrumentierkanal und manchmal auch im zusätzlichen Arbeitskanal. Nochmal 2 Fragen zur Lernkurve. Für dieses ESD-Plus-Verfahren. Was sollte man da vorher schon können an ESD, und wie lange ist dann die Lernkurve, die man mit dem Verfahren hat? Ja, also vorher sollte man sicherlich, also eine gängige EMR-Techniken, wünschenswert natürlich auch gewisse ESD-Erfahrung, wenn es irgendwie geht, aber auf jeden Fall EMR-Techniken. Wie jetzt die Lernkurve genau verläuft, weiß ich nicht. Man muss so sagen, so die Erfahrung von den diversen Kursen, die noch in der Vor-Corona-Zeit durchgeführt wurden, war das eigentlich immer relativ schnell. Das waren immer sehr witzige Erfahrungen, auch weil die Kollegen, die das gemacht haben, die ersten Partikel, die waren gerade mal so daumennagelgroß, und am Schluss waren das zum Teil wirklich so 5-6 Zentimeter große Resektate, die sich mit der Methode haben entfernen lassen. Muss man natürlich sagen, ist alles explantierter Schweinemagen, kann man natürlich auch mutiger sein, aber es zeigt schon, dass die Lernkurve doch relativ rasch da ist, weil man gesehen hat, im Vergleich Vormittag zu Nachmittag haben sich die Größe der Präparate hat sich mehr oder weniger verdreifacht. Ja, und man muss ja auch anders dran gehen, man ist ja dann viel weiter weg beim Schneiden als mit der ESD-Technik. Ich würde mal einen Vergleich machen. Früher war es eine Todsünde, für jede Schwester einen Polypen kalt abzuschneiden. Heute ist es en vogue. Wenn ein Japaner sieht, dass man eine Schlinge um ein halbes ESD-Präparat drumlegt, dann kräuseln sich dem die Nackenhaare. Ich glaube, das wird auch so einen Weg gehen, und jeder kennt das von uns, dass man mal die Schlinge drüber legt, und wenn man dann noch einen zusätzlichen Greifer hat, um sich das sicher hochzuhalten, hat man einen Vorteil, weil wenn man die Schlinge um ein ESD-Präparat legt, vorne siehst du immer gut, wo der Schlingenrand ist, aber hinten schneidest du ganz häufig mittendurch. Ja, und wenn man das unterstützen kann durch so einen zusätzlichen Greifer, ich glaube, dann kann das genauso en vogue werden, wie die kalte Schlinge heute ist. So, das ist ein sehr, sehr schöner und guter Vergleich. Ja. Also man sollte kein Dogma in der Endoskopie haben. Ja. Sollte durchaus auch mal spontan und flexibel sein. Genau. Gut. Machen wir spontan und flexibel weiter. Ne? Okay, dann spontan flexibel, wie Uli sagt, machen wir weiter. Vielen herzlichen Dank. So, wir kommen zum zweiten Teil. Professor Chacha aus Ludwigsburg wird berichten über Hybrid-FTRD, einfache Technik für schwierige Fälle. Hört sich gut an. Zeig mal. Ziggy, vielen Dank. Entschuldigung. Hybrid-FTRD, einfache Technik für schwierige Fälle. Das hier sind meine Interessenskonflikte. Und man muss sagen, wir haben es ja schon gesehen, das Gros der Polypen, und das ist ja wirklich auch unsere Hauptarbeit, das ist ja auch die Krankheitsbürden in unserem Bereich, sind halt mit der Schlinge gut abzutragen. Wir kommen eben aber in Probleme, wenn wir dieses negative Lifting-Zeichen haben, also wenn wir diesen Polypen eben nicht anheben können, und das ist in allermeisten Teil der Fälle durch eine Vernarbung, durch Rezidivadenome bedingt oder möglicherweise schon durch Infiltration tieferer Schichten, aber möglicherweise eben auch als Low-Risk-Situation. Dann haben wir Probleme mit der Schlingenabtragung, wenn wir eine schwierige Lokalisation haben, insbesondere im Appendixabgang, am Divertikel, oder wenn es irgendwie saublöd hinter einer Falte gelegen ist und man nicht richtig gut hinkommt.
Und dann spielt die Größe natürlich auch eine Rolle. Die ESDs in Europa, ist Alex schon gesagt hat, auch nicht so weit verbreitet ist, auch im Kolon insgesamt ein sehr komplikationsträchtiges Verfahren. Nicht im Rektum, nicht im Magen, aber im Kolon ist eine Kolon-ESD ist nicht so komplikationsarm und die Totoresektion nicht möglich. Wenn man sich das anschaut, EMR versus ESD, das wissen Sie mittlerweile alle auch, der Vorteil bei der EMR ist die Schnelligkeit, mindestens halb so lang wie bei der ESD, aber die Rezidivrate ist halt 12% versus 1% und auch eine höhere, aber wieder eine höhere Perforationsrate bei der ESD. Wenn man sich die Publikation anschaut, punkto ESD, haben wir auch eine schwere Überlast in Südostasien. Japan und Südkorea machten 87% der Publikation zu ESD aus. Die machen das sehr häufig, die lieben das. In Europa und in Nordamerika dann doch eher seltener. Wonach sollten wir streben? Uns treiben ja meistens benigne Läsionen um. Ja, es ist ja nicht so, dass wir immer mit Frühkarzinomen arbeiten, sondern in der Regel sind es gutartige Adenome und die wollen wir in toto resezieren. Also wir wollen sie komplett resezieren. Wir wollen sie aber nicht zwingend müssen sie nicht immer zwingend R0 resezieren. Das gelingt uns mit der Schlingtechnik bis zu 2 cm Größe. Danach wird es schwierig, aber selbst bei 2 cm Größe ist es auch gar nicht so perfekt mit der Schlinge. Das ist eine aktuelle Publikation aus Nordamerika, der von Rettel dran beteiligt auch. Die haben in 32 Studien mit über 9.000 Patienten nachgeschaut und 13 Studien für die Schlingenpolybektomie. Und da war die Incomplete Adenome Resection Rate für Polypen kleiner 2 cm, 13,8%. Also selbst, wenn man sagt, da ist es gut und da spielte die Größe dann auch eine Rolle. Also auch selbst bei den kleinen Polypen sind wir punkto komplette Adenomresektionsrate nicht 100%. Okay, und dann kommt eben diese Piecemeal Mucosa-Resektion ins Spiel. Da ist eben das Problem, das nachzuweisen, dass es R0 ist, aber vielleicht müssen wir das ja auch nicht immer. Vielleicht reicht einfach makroskopisch in toto und mikroskopisch kein Nachweis eines Karzinoms. Dieses Prinzip hatte Michael Burke aus Sydney natürlich gezeigt in seiner Studie von 2015, wo sie 1000 Patienten mit einer Piecemeal EMR nachgeschaut haben. 799 hatten sie dann das Follow-up und nach 4 Monaten hatten 16% nach dieser Piecemeal EMR hatten ein Rezidiv. Das deckt sich so mit den Daten, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, 12% aus den japanischen Daten nach Piecemeal EMR. Davon konnten aber wieder 94% endoskopisch abgetragen werden. Bei 7 Patienten mussten operiert werden. Und wenn man dann die haben dann nochmal nach 16 Monaten nochmal nachgeschaut. Und nach 16 Monaten war das so, dass hier auch nochmal 20% Rezidive und selbst bei denen, die nach 4 Monaten kein Rezidiv hatten, waren hier nochmal 17 Rezidive und einige mussten halt eben operiert werden. Und da ist unsere Meinung auch, dass es für diese Patienten möglicherweise mit dem FDRD-System man denen diese Operation hätte ersparen können. Ich glaube, das FDRD-System, das kennt mittlerweile jeder. Diese Vollwandresektion, ich bin immer wieder begeistert von den Bildern, wo man diese Wandduplikatur sieht, die man früher nie sehen durfte, weil es eine Perforation bedeutet hätte. Und wir haben ja wirklich eine sehr, sehr robuste Datenlage zu dem System mittlerweile. Wir haben eine prospektive Multicenter-Studie aus Deutschland und wir haben 2 nationale Registerstudien. Und die deutsche Registerstudie mit über 1178 Patienten, eine holländische Registerstudie und diese Warisect-Studie. Und die Daten ähneln sich wie ein Ei. Also das ist 85-90% technische Erfolgsrate, die R0-Resektionsrate um die 80%, die SAEs, also die schweren Nebenwirkungen, die zu einer Operation führen, nicht eine Blutung oder sowas, das ja alles endoskopisch eher beherrschen,
sind um die 2% und die Mortalität 0. Das ist ja immer der Unterschied zur Chirurgie. Wir haben eine Null-Mortalität hier. Aber hier spielt natürlich auch die Größe eine Rolle in dieser War-Resect-Studie, nicht in der deutschen Registerstudie, aber da sah man ab einer Größe von 2 Zentimeter, dass die R0-Resektionsrate auf 58% gefallen ist. Man kann aber natürlich auch sagen, so what? Ja, weil man kann dieses Verfahren ja wiederholen. Und dann haben wir eben 2 Szenarien, wo eben diese Hybridverfahren ins Spiel kommen. Sage ich immer, es ist immer too big to FTRD en bloc. Also wo man sich schon im Vornherein sieht, das ist vernarbt, das kriege ich mit einer EMR, ich versuche es zu unterspitzen, das geht nicht hoch, da komme ich einfach nicht hin, aber es ist zu groß, damit ich es en bloc mit der FTRD entferne, weil der Durchmesser der FTRD-Kappe limitiert natürlich auch die Größe des Resektats. Und die zweite Situation ist non-EMRable complete. Das ist vielleicht die häufigere Situation. Ich denke mir, hurra, hurra, das sieht doch schön aus. Für eine Piecemeal EMR, ich lege los und dann bleibt in einem Bereich doch eine Region übrig, die aufgrund von einer Vernarbung oder auch möglicherweise bereits schon einem Frühkarzinom die weitere Schlingen-EMR nicht ermöglicht oder es ist eine schwierige Lokalisation wie am Appendix. Und da kommt diese Hybrid-EMR-FTRD ins Spiel. Wir haben das jetzt mal 2017 publiziert, wo man sozusagen zuerst eine EMR möglichst zirkulär, möglichst komplett um diese Non-Lifting oder um den Appendix herum macht und dann im zweiten Schritt in der gleichen Sitzung dann die FTRD, die Vollbandresektion mit dem FTRD-System vornimmt und somit eine In-toto-Resektion des gesamten adenomatösen Areals vornehmen kann. Hier ein Beispiel. Das ist hier ein Adenom hier am Appendix-Abgang im Zökum. Bewegt sich? Ja, jetzt bewegt es sich. Ja. Und das ist sicherlich für eine FTRD schon grenzwertig, beziehungsweise da wäre schon das Risiko groß, dass es inkomplett wäre. Und dann machen Sie halt Ihre Piecemeal EMR, so wie Sie es kennen, soweit das eben geht. Das liftet sich ja auch sehr schön, das ist ja alles prima. Und dann bleibt eben ein Areal um die Appendixöffnung übrig. Das können Sie nicht mit Schlinge komplett abtragen. Und da brauchen Sie eben eine Vollbandresektion. Man geht dann hin, am Appendixabgang braucht man immer den Anker. Das geht nicht mit Zange, braucht man den Anker in der Regel. Dann wird das eben in die Kappe hineingezogen, vielleicht ein bisschen leicht gesaugt, nicht viel. Bis zum Readout, wenn man es so auf Neudeutsch sagt. Also man sieht nichts mehr, alles rot. Gut, dann das Resektat. Da sieht man hier richtig so schön den Appendixstumpf. Und da sieht man hier das Resektat. Und der Pathologe sagt einem eben, die Ränder sind adenomfrei. Und das ist dann eben die In-toto-Resektion. Na. Jetzt, was gibt's für Daten dazu? Allzu viel Daten gibt's nicht dazu. Wir hatten das 2017 das erste Mal publiziert mit 10 Fällen. Die R0-Resektionsrate, also R0 hinsichtlich des FTRD-Resektats, war in allen Fällen gegeben. Wir hatten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und auch langfristig keine Komplikationen. Wir haben unsere Daten aktualisiert, sind aber noch nicht alle Patienten drin. 54 haben wir gemacht, 2/3 etwa männlich, 1/3 weiblich, im Median 77 Jahre, also eher fortgeschrittenen Alters. Und Sie sehen überall im Zökum und im Colon ascendens wieder über 50%, also rechtzeitige Läsionen überwiegend. Die Hälfte 1S, die Hälfte 2a, im Durchschnitt 36,6 mm, also 3,5 Zentimeter groß. Und 40% waren bereits Rezidive, also die hatten bereits 1 bis 4 EMRs vorher und waren vorbehandelt, 60% waren nicht vorbehandelt. Die Eingriffsdauer etwa 85 Minuten,
Technische Erfolgsrate in 100%, also das klappt. Makroskopisch komplett in 98%, 53% bei einem Patienten, da ließ sich es eben, wenn das so eine Falte und das war so derb, das ließ sich da nicht komplett entfernen. Die Histologie, technikbedingt, RX 52, R1 ist sozusagen das, was man nicht haben möchte, Übergang in ein Frühkarzinom bei 18% der Patienten und 7 waren High Risk. Und die sind natürlich operiert worden. Also es waren sozusagen diese 13% waren letztendlich doch eine High Risk Läsion und mussten aus Lymphknoten Radikalitätsgründen mussten sie resiziert werden. Wir hatten 3 Blutungen, alle endoskopisch gestillt, 0 Perforation und 7-mal chirurgisches Management, eben diese Patienten mit der High-Risk-Situation. Follow-up haben wir 8,4 Monate im Moment. Wir hatten bei 87% der Patienten kein Rezidiv, bezogen auf die 47 Patienten. Und wir hatten ein Rezidiv bei 6 Patienten. Alle wurden endoskopisch gemanagt. Also man kann das auch im zweiten Eingriff machen. Ich fasse zusammen, technische Erfolgsrate 100%, vollständige Resektion 76%, haben wir schon gesprochen, Rezidiv 11%, Frühkarzinom, Komplikationsrate 5,6%, alle endoskopisch behandelbar und Chirurgie erfolgreich 13% wegen der onkologischen Nachresektion. Es gibt 2 weitere Publikationen dazu, die eine aus den USA, 69 fortgeschrittene Adenome, die Hälfte davon haben sie in Hybridtechnik behandelt, technische Erfolgsrate 91%, R0 96%, die definieren das R0 eben halt auch im Rand frei und sie hatten 2 schwere Komplikationen, wobei nicht genau hervorgeht, ob die in dieser Gruppe oder in der reinen FTRD-Gruppe gaben, eine Appendizitis, eine Perforation. Und das Sigifys hat seine Daten auch publiziert, 17 Patienten publiziert und da war letztendlich auch keine schwerwiegende Komplikation, die zu einer Operation geführt hätte, aber hier auch onkologische Resektionen wegen eben High-Risk-Situation. Ich fasse zusammen. Ich glaube, das FTRD und dieses Hybrid-FTRD hat dazu geführt, dass wir nahezu fast 100% aller Polypen im Darm komplett entfernen können. Wenn man sich das vergleicht vor 20, 30 Jahren, dann ist das schon ein gigantischer Fortschritt. Wir wollen heute eine In-toto-Resektion erreichen. Das ist bei benignen Läsionen nicht zwingend eine En-bloc-Resektion. Das unterscheiden wir uns ein bisschen von unseren japanischen Kollegen vielleicht, aber ich finde das Risiko einer ESD im Kolon, nicht im Rektum, im Kolon steht in keinem Verhältnis zu dem Benefit, den man da erzielen könnte. Natürlich müssen wir schauen, dass wir nicht von vornherein irgendwelche Karzinome resezieren, wo wir zwar lokal komplett reseziert haben, aber natürlich wegen Lymphknoten Metastasierungswahrscheinlichkeit, das keinen Sinn macht, das lokal zu resezieren. Und das FTRD hat eine größere therapeutische Lücke geschlossen und dieses Hybridverfahren schließt eine kleine, aber ich denke auch in der Situation wichtige Lücke. Weil wenn man da einmal in Probleme läuft, naja, was soll man es jetzt abbrechen und dann nochmal? Nein, Sie machen in der gleichen Sitzung einfach die FTRD nach ihrer Piecemeal-Mukosektomie und das Problem ist gelöst. Also, wie die Chirurgen sagen, when in doubt, take it out. Aber take it out endoscopically. Vielen Dank. Ein klares endoskopisches Statement. Haben Sie Fragen an Herrn Professor? Ja. Wenn man diese Hybridtechnik tatsächlich anwendet, dann hat man eine Insel, die schwebt ja praktisch im Nichts im rechten Kolon. Das heißt, sie sind schon sehr dünn geworden. Wie ist das mit diesen Krallen, die jetzt eigentlich noch die Muscularis fassen? Die haben zum Teil wahrscheinlich auch Submucosa mit noch ein bisschen resiziert bei der EMR. Da können Sie ja auch nicht absolut sicher sein. Wie groß muss denn der Abstand sein, dass Sie überhaupt noch eine Duplikatur bekommen? Ansonsten haben Sie nur noch die Muscularis gerafft. Und ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen. Diese Krallen greifen ja nur noch in eine Schicht dann hinein. Also ist da nicht auch eine Grenze gesetzt irgendwo?
Also das war natürlich Befürchtung, die wir alle hatten, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Also ich meine, es bleibt ja immer noch die Muscularis stehen und ein bisschen Submucosa hängt ja da immer noch so ganz komplett, tut man die auch mit der Schlinge nicht entfernen und einfach die klinischen Erfahrungen von uns und von allen Gruppen, die man spricht, sprechen nicht für eine höhere Komplikationsrate, als wenn man das zweizeitig machen würde. Der Nachteil des zweizeitigen Vorgehens ist eben, das vernarbt dann und dann haben Sie Probleme, das gut reinzuziehen. Also wenn Sie so ein nicht vernarbte FDAD machen, dann können Sie bis zu 4 cm in die Kappe irgendwie reinziehen, in einer günstigen Position, wo das Kolon intraperitoneal ist, da können Sie größere Teile reinziehen. Sobald das vernarbt ist, tun Sie sich schwer. Und deswegen ist der Vorteil, es gleich zu machen und alle Daten zeigen keine erhöhte Komplikationsrate. Also ich kann das nur unterstützen. Ich habe immer wieder mal Anfragen, da klingelt irgendwann später Nachmittag, abends das Telefon. Ich habe heute Morgen was gemacht und in der Mitte ist was stehen geblieben. Soll ich jetzt morgen das machen oder soll ich 3 Monate abwarten? Das ist doof. Am nächsten Tag ist es doof, weil alles verschwollen ist und in 3 Monaten ist es noch schlimmer. Gleich machen. Ne? Weitere Fragen? Ja? Da muss man den Anker nehmen. Doch. Also nur am Appendixabgang. Wenn das so in die Tiefe reingeht, ja, für die Appendix, ja. Und Sie brauchen den Anker auch ab und zu mal, wenn Sie im vernarbten Gewebe die FDAD machen wollen, ist manchmal wirklich so, dass die Zange ausreicht. Aber in der Regel, also ich würde schon mal schätzen, 90-95% der Fälle reicht die Zange, aber manchmal, wenn es halt derb ist und Sie kriegen es mit der Zange nicht rein und es reißt immer wieder aus, beziehungsweise im Appendixabgang, dann nehmen Sie den Anker. Und ohne Saugung geht's doch nicht, ne? Ja, aber die Saugung ist schon ein Problem, muss man sagen. Also so wenig wie möglich, so viel wie nötig halt. Ja. Also man kann ja da durchaus ein bisschen Geduld haben. Ja. Noch etwas ungeduldig manchmal, das soll halt dann gleich reingehen. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und das so peu à peu reinzieht, dann spart man sich häufig viel an Saugung. Ja. Und wie gesagt, ich habe einmal im Rahmen einer Demonstration eine Patientin gehabt am Zökum auch FDAD gemacht und die hat dann eine zöko-hyeonale Fistel bekommen. Also das sah aus wie bariatrische Chirurgie. Sah lustig aus, aber für die Patientin war das eine Operation dann hinterher. Also nicht so. Da kann man eben, wenn man saugt, kann man halt eben den Dünndarm irgendwo, wenn er anliegt, mit reinsaugen. Wenn Sie die Wand fassen und reinziehen, da haben Sie nur die Wand. Da können Sie nichts außen mit reinziehen. Aber manchmal ein bisschen saugen braucht es meistens schon. Und vielleicht noch eine andere Punkt jetzt, wenn man jetzt den Vortrag von Alex mit deinem verbindet, Thema submuköse Tumoren im Magen, Hybrid-ESD, umschneiden, damit du besser rankommst und dann FTAD. Kannst du dazu was sagen? Also die FTAD im Magen spielt nicht so eine große Rolle, weil die natürlich aufgrund der Kappengröße diese Läsionen nicht zu fassen bekommt. Was jetzt zunehmend so in Mode ist, ist diese modifizierte ESD, nennt sich das. Also man macht nicht eine Stir, also einen richtigen langen Tunnel. Man macht sozusagen einen Einschnitt vor dem submukosalen Tumor, damit man direkt vor Ort ist und dann reseziert man ihn und dann macht man das dann oberhalb davon. Genau, Das hat den Vorteil, wenn man diesen langen Tunnel hat, dann bleibt man im Magen, weil die Wand und die Submucosa so derb ist, bleibt man mit diesem submukösen Tumor häufiger in diesem Tunnel stecken. Aber die FDAD spielt im Magen eigentlich nur bei ganz kleinen Läsionen eine Rolle. Da ist sie sehr hilfreich, aber diese kleinen Läsionen müssen wir eigentlich gar nicht resezieren. Es gibt aber nicht wenige Patienten, die sagen, ich bin 40, ich habe da einen Tumor, machen Sie mir raus oder ich gehe zum Chirurgen. Dann sage ich, ja, nur nicht zum Chirurgen gehen. Und dann machen wir in solchen Situationen das schon auch. Aber wir haben ja diese Reset-Studie damals gemacht und da waren ja nur, wo wir gesagt haben, soll ein GIST sein oder ein NET sein. Und es waren 20% GIST und es waren 10% NETs und es waren 35% Ektope Pankreat, obwohl wir uns gesagt haben, nee, die wollen wir nicht. Aber man kennt die Histologie nicht. Kann ich auch nur unterstützen. Wir haben jetzt auch
5 rausgemacht im Magen. Die meisten sind eigentlich so, dass man die nicht hätte rausmachen müssen, weil es ektope Pankreata waren oder was anderes Gutartiges, aber die Patienten dann doch sehr gedrängt haben, weil sie einfach keine Lust hatten, da Dauerkontrollpatienten zu werden. Gut, haben Sie noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, Kollege guckt gerade auf die Uhr, wir sind wahrscheinlich 5 Minuten so vor der Zeit fertig, macht aber nichts. Wir danken Ihnen allen fürs Kommen, den beiden Referenten und natürlich der Firma Ovesco nicht nur für das Essen zum Lunch. Vielen Dank.